Das ist der iFlight AOS 3,5 Zoll Quad mit der DJI O3 Kamera. Geflogen mit der Radiomaster Boxer, die hinten einen Crossfire-Sendemodul hat, obwohl ich lieber Express-LRS fliege. Und dazu kommt die DJI Goggle 2 Brille, wo hinten am Kopfband der Akku steckt. Der AOS Quad ist ein 3,5 Zoll Quad, der mit 4S 850 mAh Akku geflogen wird. Vorne an der DJI O3 Kamera habe ich einen UV-Filter, um die Linse zu schützen. Die Xing 1504 Motoren sind stark genug für den leichten Quad. Die roten Propeller von Emax habe ich nachträglich montiert, weil diese leichter und etwas effizienter sind als die breiten, grauen Original HQ Propeller, mit dem man vielleicht etwas aggressiver fliegen kann. Das 3,5 Zoll Frame wurde von Chris Rosell entwickelt. Die Arme sehen dünn aus, sind aber sehr stabil wegen der zusätzlichen Armverstärkung. Oben findet man viel Platz für den Akku. iFlight verwendet hier eine kurze Mini-Crossfire-Antenne, die bei mir einen einwandfreien Empfang lieferte. Hinten findet man die DJI O3 Sendeeinheit mit der Original DJI Antenne. Chris Rosell hat den Quad super eingestellt. So fliegt der 3,5 Zoll Quad sehr stabil und ist nicht so laut wie ein 5 Zoll Quad. Somit stört man keine Menschen in der Nähe. Dank der DJI O3 Kamera kann man 4K Aufnahmen direkt auf dem Quad aufnehmen. Entweder auf dem internen 20 GB Speicher oder einer externen MicroSD-Karte. Die Übertragung erfolgt digital in Full HD mit 1920 x 1080 Pixel bei 60 Bildern pro Sekunde. Das ist super. Ein Nachteil finde ich bei der DJI O3, dass die Live-Übertragung mit der 4K-Aufnahme gekoppelt ist. Man möchte eigentlich mit 100 Bildern pro Sekunde das Video zu der Brille übertragen haben, aber die perfekte 4K-Aufnahme soll ja 60 Bildern die Sekunde oder weniger haben. Trotzdem ist das 4K-Video so schön, aber von der DJI-Stabilisierung bin ich ziemlich enttäuscht. Gerade bei einer Wiese mit vielen Details sehe ich bei aktiven Stabilisierung sehr viele verwischte und undetaillierte Stellen auf dem Video. Nehme ich das Video unstabilisiert auf, so bleibt alles gestochen scharf auf dem 4K-Video. Sogar später, bei einer nachträglichen Stabilisierung mit Gyroflow, bleibt das Video scharf. Kurz gesagt, die Stabilisierung von DJI ist für mich nicht zu gebrauchen. Das Wichtigste für mich ist aber, dass der 3,5 Zoll Quad sehr gut fliegt und vor allem genug Beschleunigung hat. Der AOS Quad wiegt 183 Gramm und mit dem 850 mAh Akku sind es 276 Gramm. Ich hätte mir gewünscht, dass der Quad unter 250 Gramm wiegen würde. Dann könnte man damit deutlich aggressiver fliegen. Auch mit einem 750 mAh Akku komme ich nicht auf unter 250 Gramm. Ich brauche unbedingt die neuen GNB 850 mAh 4S Akkus, weil diese nur 73 Gramm wiegen. Der TPU-Schutz unter den Armen ist für die unerfahrenen Piloten vielleicht ganz praktisch. Aber ich verzichte lieber auf die TPU-Teile, die ein unnötiges Gewicht mit sich bringen und sowieso zu lose an den Armen montiert sind. Eigentlich ist das der einzige Kritikpunkt an dem Quad. Ich finde den AOS 3,5 Zoll Quad sehr gut. Eigentlich die beste Alternative zu einem großen, lauten 5 Zoll Quad. Der Quad fliegt sehr gut, hat ausreichend Flugzeit mit einem 850 mAh Akku, mit dem ich auf ca. 4,5 Minuten bei schnellem Freestyle fliegen komme. Und ich habe on Board 4K-Aufnahme, sodass ich keine externe Actionkamera verwenden muss. So bleibt der Quad klein, leicht und schnell. Also, viel Spaß beim Fliegen.